Hallo zusammen, heute starten wir mit dem Tangram-Block die Katze. Wir haben bereits unseren Läufer, unser Ampelmännchen und unsere Gescha erstellt. Heute arbeiten wir gemeinsam den Tangram-Block die Katze. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Um unsere Katze arbeiten zu können, brauchen wir einen Stoff für den Hintergrund, einen Stoff für die Katze, ein Tangram, ein paar Stifte, einen Rollschneider, Lineale und durchscheinendes Papier. Ich benutze Architektenpapier. Daraus arbeiten wir gemeinsam unsere Tangram-Katze. Wir legen los. Um unsere Tangram-Katze arbeiten zu können, legen wir unser Tangram als Katze in unser schon gezeichnetes 31,5 cm oder 12,5 Inch großes Quadrat. Wir zeichnen jedes Element der Katze einmal ab und markieren die einzelnen Elemente, damit wir sie später, wenn wir das Schnittmuster anfertigen, auch immer als Tangram-Elemente der Katze wiedererkennen können. Wenn wir das Schnittmuster erstellen, achten wir darauf, was können wir machen. Wir können keine Winkel nähen und wir können nur gerade Linien nähen. Die einfachste Linie, die wir hier als Unterteilung sehen, ist unsere Längslinie. Das heißt, wir haben hier schon eine wunderbar gerade Linie vorgegeben. Die können wir jetzt uns zunächst einmal einteilen. Wir zeichnen eine Linie zwischen beiden großen Dreiecken längst. Wenn wir das haben, haben wir schon zwei Teile. Wir haben einen oberen Teil der Katze und wir haben einen unteren Teil der Katze. Wenn wir uns den unteren Teil der Katze einmal anschauen, haben wir entlang unseres großen Dreiecks schon fast eine durchgezogene Linie. Da fehlt eigentlich nur noch das untere Stück. Das heißt, hier ziehen wir einmal die Linie längst. Und nun haben wir schon ein kleines Element. Hey, das ist sehr gut. Bei diesem kleinen Element haben wir haben wir jetzt den Schwanz der Katze und wir können entlang des Schwanzes zwei gerade Linien zeichnen. Innerhalb dieser beiden geraden Linien brauchen wir nun nur noch die Querlinien ziehen. Und wir erhalten ein nähbares Element. Unser erstes Teilstück mit dem Schwanz der Katze. Wir können an den Schwanz zwei Hintergrundstücke nähen und an diesen Streifen können wir die seitlichen Dreiecke ansetzen. Wunderbar. Nun ergibt sich hier schon ganz automatisch das nächste Teil. Wir haben das große Dreieck und wir haben das kleine Dreieck für die Pfötchen. Unser großes Dreieck gibt schon eine komplette durchgezogene Linie vor. Unser Pfötchendreieck ist ein Teilstück, das sehen wir hier. Wir können entlang unseres Pfötchens einfach eine zusätzliche Linie ziehen und haben die gleiche Situation wie in dem ersten Teilstück. Wir haben ein Hintergrunddreieck, wir haben ein Katzendreieck und an unseren Pfötchen schließt sich rechts und links noch ein Hintergrundstück an. Und schon haben wir unser zweites Katzenelement gezeichnet. Kommen wir zum oberen Teil. Hier haben wir wieder ein Katzenelement vom Körper. Und wenn wir diese Linie einfach durchziehen, haben wir schon ein Teilstück. Wir nähen ein Katzenelement an ein Hintergrundelement. Bei der nächsten Seite wird es ein bisschen schwieriger. Wir nehmen einmal den Kopf und entlang unseres Kopfes ziehen wir zunächst einmal zwei gerade Linien. Daraus ergibt sich ein mittleres Teilstück. Das decken wir ab, dieses nehmen wir weg. Wir erhalten einen schmalen Streifen. Den können wir fast schon in Reihe nähen. Wir haben unseren Kopf. Und wir haben ein Ohr. Beide Elemente haben wir schon mit Linien unterteilt, als wir die Katze eingezeichnet haben. Dadurch, dass wir nun die Längslinien gezogen haben, erhalten wir ein Hintergrundelement, Katze, Katze, Hintergrundelement, die wir in Reihe aneinander nähen können. Und nun ergibt sich wie von allein das letzte Teilstück.
unser zweites Ohr, das wir ja schon mit Linien versehen haben. Wir ziehen diese kleine kurze Linie einfach durch. Und wenn wir das haben, haben wir ein Hintergrundelement, das wir an unser Ohr nähen. Dieses Dreieck, das sich daraus ergeben hat, nähen wir an das größere Hintergrundelement. Und unser Schnittmuster ist schon fertig erstellt. Unsere Katze zerlegen wir in nähbare Abschnitte. Hier ist der erste Abschnitt unseres Katzenschnittmusters. Wir kopieren ihn mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe. Der zweite Abschnitt unserer Katze findet sich hier wieder und wir kopieren auch diesen mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe. So verfahren wir mit jedem Abschnitt. Kopieren, Nahtzugabe bis zum letzten 5. Teilstück. Die Kopie mit der Nahtzugabe. Jede einzelne Schablone kopieren wir ein weiteres Mal, damit wir sie als Nähvorlage nehmen können und direkt auf dieser Schablone unsere Stoffe nähen können. Wir fertigen eine dritte Schablone an, die wir dann zerschneiden in jedes einzelne Teilstück und mit deren Hilfe schneiden wir unseren Stoff zu mit 1 cm Nahtzugabe. Das wiederholen wir mit allen Teilstücken. Wenn wir bei unseren Teilstücken die Nähreihenfolge festlegen, achten wir darauf, in welche Richtung wird nachher unsere Nahtzugabe fallen. Wir haben bei unserem 4. Stück 1, 2, 3 Nähte mitten in unserem Paper Piecing Stück. Auf dieser Seite ebenfalls 3 Nähte, die hier anschließen, auf dieser Seite eine Naht. Unsere Nähte schließen nachher, wenn wir uns die Katze noch einmal anschauen, ganz genau an. Dieses Teilstück schiebt sich hier an. Das heißt, wir haben auf dieser Seite genau treffende Nähte. Auf der anderen Seite sind die Nähte verschoben. Wir müssen also auf dieser Seite darauf achten, dass wir die Nahtzugaben in entgegengesetzte Richtung legen. Und diese Entscheidung bestimmt die Nähreihenfolge. Wenn wir unser erstes Teilstück zusammennähen, möchte ich, dass mein Nahtschatten auf dem Hintergrundstück liegt und dass die Nahtzugabe zur Katze geht. So, hier kann man das gut sehen. Zuerst habe ich diesen Hintergrund angenäht und wenn ich dann dieses Katzenstück dazu nähe, legt sich die Nahtzugabe in Katzenrichtung. Auf der zweiten Seite ist es ebenso. Wir nähen zuerst den Hintergrund an, dann geht der Nahtschatten zum Hintergrund und die Nahtzugabe zur Katze. Nähe ich mein drittes Stück an, ist der Nahtschatten bei der Katze und die Nahtzugabe geht zum Hintergrund. Wenn ich nun dieses mittlere Schnittmuster anfertigen möchte, muss ich darauf achten, dass die Nahtzugabe entgegengesetzt läuft. Das heißt, ich fange mit meinem Hintergrundstück an, nehme den Kopf der Katze dazu, nähe das Ohr an und setze zum Schluss wieder den Hintergrund dazu, damit die Nahtzugabe entgegengesetzt der beiden Außenstücke läuft. Das machen wir nun gemeinsam an der Nähmaschine. Wir nehmen unsere Nähvorlage und nehmen dazu das erste Teilstück. Das legen wir einmal auf unsere Nähvorlage. Wir schauen, ob das Ganze gut in der Mitte liegt. Das tut es. Dann stecken wir das einmal fest. Das wird unsere Naht. Hier schließen wir nun erstmal mit unserem Kopf an. Das ist ein Batikstoff, der ist von beiden Seiten gleich. Wir brauchen also nicht darauf achten, welche Richtung wir anlegen. Der ist komplett durchgefärbt. Wenn wir wollen, sichern wir das noch einmal mit einer Nadel. Das Ganze drehen wir um und nähen einmal über unsere Linie. So, legen das unter, halten unsere beiden Fäden fest. Ich habe eine Stichlänge von 1,5 eingestellt. Manche haben gefragt, warum. Man kann das doch auch mit 2 oder 2,5 nähen. Das kann man. Ich bevorzuge 1,5. Ihr macht das mit der Stichlänge, mit der ihr am besten zurechtkommt. Und wir nähen die erste Naht ab. Schneiden unsere Fäden zurück, drehen unser Schnittmuster um, schlagen es zurück und kürzen die Nahtzugabe auf einen Viertel-Inch. Wenn ihr lieber mit Zentimetern arbeitet, nehmt einfach 0,5 cm, das ist dann ein bisschen kürzer
reicht aber völlig aus. Wir schlagen unser Schnittmuster zurück, drehen das um, entfernen mal diese Nadel, schlagen unser Stoffstück zurück und gehen einmal mit dem Finger lang, das reicht völlig, können unser Stoffstück wieder feststecken und drehen das Ganze wieder um. Hier wäre jetzt unsere nächste Naht und unser drittes Stoffstück. Gut, das machen wir mal. Wir nehmen das dritte Stoffstück, das hier angelegt werden soll. Wir nehmen das und schlagen das zurück und legen hier beide Linien genau aufeinander. Stecken das fest und haben hier unsere zweite Naht. Legen das an, nähen. Ich verriegel immer gerne, muss man aber nicht. Schneiden unsere Fäden zurück, entfernen unsere Nadel, schauen einmal, bevor wir irgendetwas abschneiden. Das sieht gut aus. Drehen das wieder um, schlagen unser Schnittmuster zurück und schneiden unsere Nahtzugabe zurück, entweder auf 1/4 Inch oder auf 0,5 cm. Das gleiche noch ein letztes Mal. Wir schlagen unser Schnittmuster zurück, schlagen nun unser Stoffstück, unser Ohr zurück, drücken das ein bisschen mit dem Nagel ein, sichern das, nehmen unser viertes Stoffstück, das nun hier angesetzt werden soll, schlagen das zurück, legen das genau entsprechend unserer Linie an, drehen das wieder um und nähen nun auf unserer Nahtlinie. Wir probieren wieder aus, ob das Ganze passt. Das passt. Wir schlagen es noch einmal zurück, drehen um, schlagen unser Papier zurück und wir schneiden. Wir schlagen wieder unser Schnittmuster zurück, wenden, schlagen unseren Stoff zurück, gehen einmal mit dem Nagel drüber, und wir legen unser Teilstück zurück auf unsere Schnittmuster. Wir verfahren mit allen einzelnen Schnittmustern der Katze auf gleiche Art und Weise. An den Außenkanten schneiden wir nun die Nahtzugabe zurück. Wir haben hier die äußere Linie, das ist unsere Katze, das ist die Nahtzugabe, die wir zum Aneinandernähen der Katze brauchen. Auf der Außenseite haben wir 3 Linien, die Katze, die Nahtzugabe und den extra Spielraum. Wir schneiden also an der äußeren dritten Linie entlang zurück. Dazu können wir jedes Lineal verwenden, denn wir haben hier ja schon unsere Linie eingezeichnet. Legen an der äußeren Linie an und schneiden. Wir legen jedes einzelne zugeschnittene Schnittmuster wieder an seinen Platz und beginnen nun zusammenzunähen. Wir erinnern uns, die erste Linie, die wir gezogen haben, ging quer über die gesamte Länge. Das wird auch die letzte Linie sein, die wir nähen. Das heißt, wir nähen nun Schnittmuster 5 und Schnittmuster 4 zusammen, setzen also diese oberen 3 Katzenelemente zusammen. Wir nähen die unteren beiden Katzenelemente zusammen und setzen das Ganze an. Das machen wir nun an der Nähmaschine. Zunächst einmal setzen wir das äußere Teilstück an das mittlere Teilstück und gemeinsam arbeiten wir nun diese rechte Hälfte an die Mitte. Hier wollen wir darauf achten, dass unser Ohr ganz genau passend sitzt. Wir schlagen die Seiten übereinander und wir haben auf beiden Seiten nun eine sehr deutlich eingezeichnete Nahtzugabe, sodass wir die Punkte einzeln fixieren können. Das heißt, wir nehmen uns einmal diesen äußeren Punkt, stechen eine Nadel ein. An dem anderen Stoff haben wir den gleichen Punkt markiert, hier diesen äußeren Punkt. Auch hier, Moment, stechen wir eine Nadel ein. Wir legen beide Teilstücke mit den offenen Schnittkanten zueinander und stecken unsere Nadel einmal fest. Hier ist jetzt die Situation mit dem Ohr. Wenn wir das nochmal umschlagen, so, dann sehen wir, dass wir hier
beide Linien genau zueinander haben möchten. Das heißt, auch diesen Punkt markieren wir uns. Dieser Punkt, den stechen wir einmal hier, fixieren wir den. Da ist der Punkt. Das möchten wir halten. Das fixieren wir. So. Diese beiden Punkte haben wir. Das Übrige können wir einfach lang nähen, sodass wir nun nur noch den Abschlusspunkt markieren. Am oberen Anfang stecke ich meine Nadel quer, am unteren Ende stecke ich sie längs. Und wir nähen. Legen das einmal unter, verriegeln das bis zur Nadel, ziehen die Nadel heraus und haben unseren Stoff ja schon gesichert, sodass wir ohne Probleme weiter genau unserer schwarzen Linie folgen können. Bis zur nächsten Nadel. Unsere Nähnadel steckt im Stoff. Unsere Sicherungsnadel können wir dann entfernen und wir nähen ohne Probleme weiter unsere eingefärbte oder perforierte Linie lang. Bis zum Ende. Hier haben wir unsere Nadel längst gesteckt. Das heißt, wenn wir weiter nähen, halten wir einfach nur den Nadelkopf fest, nähen auf unserer schwarzen Linie und unsere Nadel entfernt sich und unsere Stoffe können nicht verrutschen. Verriegeln und wir schneiden unsere Fäden zurück. Das Ganze klappen wir nun auseinander und hoffen, dass das gut geworden ist. Und das ist es. Wir haben den Punkt getroffen. Yay! Dann schauen wir, in welche Richtung soll sich die Nahtzugabe legen. Hier haben wir auf jeder Seite gleich viele Nähte. Da ist einfach die Frage, wo schiebt sich diese Naht jetzt natürlich hin? Möchten wir sie jetzt eher zum Kopf liegen haben oder möchten wir sie eher nach außen liegen haben? Ich wähle hier außen, damit mein Kopf komplett auf der gleichen Ebene ist. Ich habe jetzt auf beiden Seiten des Kopfes den Nahtschatten. Das gefällt mir besser. Das presse ich mir mit dem Nagel ein. Wir haben die unteren beiden Katzenelemente zusammengenäht. Wir haben die oberen 3 Katzenelemente zusammengenäht. Und mit der Abschlussnaht verfahren wir ganz genauso. Wir klappen einmal die untere Seite auf die obere Seite, legen das lang und wir stecken wieder ganz genau ab. Wir haben 2 Punkte, die sollen genau übereinstimmen. Die beiden Punkte von unseren großen Dreiecken. Diese markieren wir wieder, damit diese Punkte nachher auch wirklich passen. Wir haben unsere Anfangsnadel quer gesteckt. Wir haben die Punkte vom Dreieck markiert und wir haben die Endnadel längs gesteckt. Wir legen los. Halten wieder die Nadel fest und nähen locker bis zum Ende. Und nun kommt der spannende Moment. Da, 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 da. Yay! Was habe ich denn da noch zwischen? Ach, die Nahtzugaben. Wir schlagen die Nahtzugaben in eine Richtung. Und unsere Katze ist fertig. Als nächstes entfernen wir das Papier, bügeln das Ganze auf und freuen uns. Wir entfernen alle Nadeln. Schauen, ob alle Nahtzugaben richtig liegen. Die mittleren Nahtzugaben vom oberen Teil zeigen nach außen, die Abschlussnaht weist nach unten. Das sieht alles ganz wunderbar aus. Wir entfernen unser Papier. Und unsere Katze ist fertig. Yay! So sieht meine Katze aus. Ich bin neugierig, wie eure Katze aussehen wird. Was wir jetzt noch müssen, ist, wir schneiden sie zurück auf das gleiche Maß wie unsere anderen Tangram-Männchen. Wir legen einmal das passende Lineal auf und schneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt der Katze eine Chance. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!